Was waren die wahren Ziele von Hitlers Außenpolitik? Und wie gelang es ihm, innerhalb weniger Jahre Europa an den Rand eines neuen Weltkriegs zu führen? Hallo, ich bin Herr Müller und in diesem Video erkläre ich dir die wichtigsten Schritte von Hitlers Außenpolitik zwischen 1933 und 1939. Dabei zeige ich dir, wie er mit diplomatischem Geschick, Propaganda und Vertragsbrüchen seine Macht ausbaute und schließlich gezielt auf den Krieg zusteuerte. Das alles natürlich einfach erklärt. Los geht's! Kapitel 1: Hitlers Ziel, der Lebensraum im Osten. Bereits im Jahr 1925 veröffentlichte Adolf Hitler sein Buch Mein Kampf, in dem er seine politischen Ziele darlegte. Eines davon war die Schaffung von sogenanntem Lebensraum im Osten. Damit meinte er die gewaltsame Eroberung von Gebieten in Osteuropa, insbesondere in Polen und in der Sowjetunion. Die dort lebenden Menschen, vor allem Slawen und Juden, sollten entrechtet, vertrieben oder ermordet werden. Doch wie schaffte es Hitler, dieses Ziel zu verfolgen und gleichzeitig das Vertrauen anderer Staaten zu gewinnen? Kapitel 2: Die Doppelstrategie. Nach seiner Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 verfolgte Hitler eine Doppelstrategie. Nach außen gab er sich friedlich und betonte seinen Willen zur Zusammenarbeit mit anderen Staaten. Gleichzeitig betrieb er im Innern intensive Aufrüstung und bereitete die Wehrmacht systematisch auf einen künftigen Krieg vor. Die Wehrmacht überstieg bald die Grenzen des Versailler Vertrags. Die Nazis nannten das Aufrüsten Verteidigungsmaßnahme, in Wahrheit war es Kriegsvorbereitung. Die Doppelstrategie zeigte schnell Wirkung, denn in den ersten Jahren schaffte es Hitler, viele andere Staaten für sich auszunutzen. Kapitel 3: Die ersten Schritte von 1933 bis 1935. Am 20. Juli 1933 unterzeichnete das Deutsche Reich ein Konkordat mit dem Vatikan. Das ist ein Vertrag, der die Beziehungen zwischen der Kirche, also dem Vatikan, und Nazi-Deutschland regelte. Dieser wurde von Hitler als diplomatischer Erfolg genutzt, um dem NS-Regime internationale Anerkennung zu verschaffen. Nur wenige Monate später, am 14. Oktober 1933, trat Deutschland aus dem Völkerbund aus. Dies war ein deutliches Zeichen dafür, dass Hitler sich nicht mehr an internationale Abrüstung und Friedensregeln halten wollte. Am 26. Januar 1934 unterzeichnete Hitler mit Polen einen Nicht-Angriffspakt, der für 10 Jahre gelten sollte. Dieser Schritt sollte Polen beruhigen und Hitler mehr Handlungsspielraum verschaffen. Tatsächlich war ein Angriff auf Polen von Anfang an Teil seiner langfristigen Planung. Am 13. Januar 1935 stimmte die Bevölkerung des Saargebiets in einer Volksabstimmung mit über 90% für den Anschluss an das Deutsche Reich. Dieser Schritt wurde propagandistisch als großer Erfolg gefeiert. Am 16. März 1935 führte Hitler die allgemeine Wehrpflicht wieder ein und vergrößerte die Streitkräfte massiv, von den durch den Versailler Vertrag erlaubten 100.000 auf rund 530.000 Soldaten. Wenige Monate später, im Juni 1935, schloss Deutschland ein Flottenabkommen mit Großbritannien. Dieses erlaubte der deutschen Kriegsmarine, bis zu 35% der britischen Flottenstärke zu erreichen. Damit akzeptierte Großbritannien faktisch die deutsche Aufrüstung zur See. Doch Hitler gab sich nicht mit Verträgen und Abstimmungen zufrieden. 1936 zeigte er erstmals offen, dass er auch bereit war, Verträge zu brechen und Truppen einzusetzen. Kapitel 4: Erste Aggression. Am 7. März 1936 ließ Hitler deutsche Truppen ins entmilitarisierte Rheinland einmarschieren. Damit verstieß er gegen den Versailler Vertrag. Frankreich hätte das Recht gehabt, militärisch zu reagieren, entschied sich jedoch dagegen. Diese Untätigkeit bestärkte Hitler in seiner aggressiven Politik. Im Juli 1936 begann der Spanische Bürgerkrieg. Hitler unterstützte die nationalistischen Truppen unter General Franco mit Waffen und Soldaten. Die deutsche Luftwaffe nutzte diesen Krieg, um neue Techniken und Waffen auszuprobieren, unter anderem bei dem Luftangriff auf die Stadt Guernica. Der Luftangriff auf Guernica wurde später weltberühmt, auch wegen des gleichnamigen Gemäldes von Pablo Picasso, das bis heute als Mahnmal gegen den Krieg gilt. Am 18. Oktober 1936 verkündete Hitler den Vierjahresplan. Ziel des Planes war es, Deutschland wirtschaftlich kriegsfähig zu machen, indem die Rüstungsproduktion massiv gesteigert wurde.
Am 5. November 1937 fand eine geheime Besprechung im Reichskanzleramt statt. In diesem sogenannten Hossbach-Protokoll erklärte Hitler gegenüber seinen Generälen, dass Deutschland spätestens bis 1943 für den Krieg bereit sein müsse. Dies markierte den Übergang zu einer offen aggressiven Außenpolitik. Neben militärischer Macht setzte Hitler auch auf neue internationale Bündnisse. Wer waren seine neuen Partner? Kapitel 5 – Neue Allianzen. Am 25. Oktober 1936 näherten sich Deutschland und Italien einander an. Die sogenannte Achse Berlin-Rom entstand als Symbol für ihre politische Zusammenarbeit. Einige Monate später schloss Deutschland mit Japan den sogenannten Antikominternpakt, der sich gegen die kommunistische Internationale richtete. 1937 trat auch Italien diesem Abkommen bei. Kapitel 6 – Expansion in Europa von 1938 bis 1939. Am 12. März 1938 marschierten deutsche Truppen in Österreich ein. Der sogenannte Anschluss wurde von großen Teilen der österreichischen Bevölkerung begrüßt und verlief ohne militärischen Widerstand. Am 29. September 1938 kam es zum Münchner Abkommen. England, Frankreich, Italien und Deutschland einigten sich darauf, dass das Sudetenland, ein Gebiet mit deutscher Bevölkerung, an das Deutsche Reich abgetreten wird. Die Tschechoslowakei wurde an den Verhandlungen nicht beteiligt. Am 15. März 1939 besetzte die Wehrmacht die übrigen Teile der Tschechoslowakei. Damit brach Hitler seine Zusagen aus dem Münchner Abkommen. Wenige Tage später, am 22. März, zwang er Litauen zur Abtretung des Memellandes an das Deutsche Reich. Spätestens jetzt war klar, Hitler wollte mehr als nur deutsche Gebiete vereinen. Hitler wollte den Krieg. Kapitel 7 – Der Weg in den Krieg. Am 28. April 1939 kündigte Hitler den deutsch-polnischen Nichtangriffspakt sowie das Flottenabkommen mit Großbritannien. Am 23. August 1939 unterzeichneten Deutschland und die Sowjetunion den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt. In einem geheimen Zusatzprotokoll vereinbarten beide Seiten, Polen untereinander aufzuteilen. Am 1. September 1939 überfiel die Wehrmacht Polen und Hitler glaubte, dass Frankreich und Großbritannien nicht eingreifen würden. So wie beim Anschluss Österreichs und dem Münchner Abkommen. Doch 2 Tage später, am 3. September, erklärten Großbritannien und Frankreich dem Deutschen Reich den Krieg. Der Zweite Weltkrieg hatte begonnen. Kommen wir zum Fazit. Hitlers Außenpolitik war von Anfang an auf Expansion, Krieg und Unterwerfung anderer Länder ausgerichtet. Schritt für Schritt testete er die Reaktionen der Weltgemeinschaft, brach Verträge und setzte auf Appeasement-Politik der westlichen Demokratien. Erst als der Überfall auf Polen nicht mehr zu ignorieren war, griffen andere Mächte ein. Die Jahre zwischen 1933 und 1939 zeigen eindrucksvoll, wie durch geschickte Taktik und mangelnden Widerstand ein neuer Weltkrieg vorbereitet wurde. Ja Leute, das war's mit dem Video Hitlers Außenpolitik. Danke fürs Zuschauen und glaubst du, dass der Zweite Weltkrieg hätte verhindert werden können? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns im nächsten Video, bei dem es dann um den Beginn des Zweiten Weltkriegs geht. Also bleib kritisch und bis dann, dein Herr Müller.